Stowski, ich bin die Obfrau des gemeinnützigen Vereins Landschaftspflege, Verein Thermenlinie Wienerwald-Wiener Becken, und wir befinden uns südlich der Großstadt Wien im Wiener Becken und an der Thermenlinie. Wir sind als Verein aktiv, um biologische Vielfalt auf besonderen Naturflächen in der offenen Landschaft zu erhalten, und das sind schwerpunktmäßig Grasländer, also Feuchtwiesen, aber auch Trockenrasen. Eine Runde von Biologinnen und Biologen hat unseren Verein gegründet mit dem Ziel, die biologische Vielfalt in unserer Region zu erhalten, weil es in unserer Region wirklich sehr, sehr viele wertvolle Flächen und Lebensräume gibt, die aber alle vom Verschwinden bedroht sind und weil dringend möglichst viele Aktivitäten notwendig sind, um diese zu erhalten. Um unsere wertvollen Grasländer zu erhalten, sind dringend Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen notwendig. Dabei gehen wir bei der Bewirtschaftung besonders vorsichtig und sorgsam vor. Das heißt zum Beispiel, dass bei der Beweidung eine Entwurmung mit Medikamenten auf der Weidefläche nicht erlaubt ist, denn diese zerstört das Bodenleben. Durch eine schonende Beweidung ohne Entwurmungsmittel werden zum Beispiel auch die Dungkäfer gefördert. Diese Käfer sind ganz wichtig, um Kohlenstoff in den Boden zu bringen. Das heißt, sie vergraben den Dung, auf dem sich die Larven entwickeln. So wird einerseits Kohlenstoff im Boden gebunden. Kohlenstoff kommt wieder in die Biomasse und ist später auch wieder für die Pflanzen verfügbar. Und gleichzeitig wird Emission von CO2 und Methan verhindert. In Mooren oder Feuchtwiesen ist der Kohlenstoff in Torfauflagen gebunden. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, die Feuchtigkeit zu erhalten, um diesen Torf auch weiter bestehen zu lassen und zu verhindern, dass der Kohlenstoff abgebaut wird. Deswegen ist es auch wichtig, diese Flächen weiter zu bewirtschaften, denn wenn sie mit Bäumen verwalden oder mit Gebüschen, dann entziehen sie den Flächen große Mengen an Wasser und der Torf kann ebenso abgebaut werden. Eine besondere Herausforderung ist es, Landwirtinnen und Landwirte zu finden, die bereit sind, in der Nähe der Großstadt und auf relativ kleinen und nährstoffarmen Flächen eine Beweidung durchzuführen und die diversen Kriterien, die dabei notwendig sind, wie zum Beispiel keine Entwurmung auf der Fläche oder mosaikartige Beweidung, auch einhalten zu können. Dasselbe gilt für die Ökologisierung von Unternehmensflächen und Flächen im Siedlungsgebiet, zum Beispiel im Eigentum der Gemeinden. Man kann zwar schöne Pläne erstellen und neue Flächen anlegen, Wiesen einsehen. Das Wichtigste ist aber, dass dann die Pflege funktioniert, und hierfür ist es nicht leicht, Gärtner zu finden, die die notwendige Erfahrung dafür haben, oder Bauhöfe so anzuleiten, dass auch wirklich die richtigen Maßnahmen umgesetzt werden. Unser Verein hat das Motto: ein Netzwerk an Menschen für ein Netzwerk an Naturflächen. Das heißt, unser Verein war von Anfang an ausgerichtet, möglichst viele Menschen aus der Region und aus der Bevölkerung, aber auch von Unternehmen, Vereinen und Gemeinden einzubeziehen. Besonders wichtig ist es, Verständnis für die verschiedenen Interessensgruppen und Nutzer zu haben, denn nur wenn die Interessen aller Beteiligten in irgendeiner Form abgedeckt werden können, ist eine erfolgreiche Kooperation möglich. Das heißt, das gegenseitige Verständnis ist eine Voraussetzung, um Erfolg bei der Arbeit zu haben. Ganz, ganz wichtig dafür ist eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, über Berichte zu unseren Aktionen auf unserer Website, über Instagram, Facebook, aber auch Gemeindezeitungen und regionale Zeitungen versuchen wir, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und ein besonders wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Arbeit mit Schulklassen. Das heißt, wir haben im Jahr ungefähr 400 Schulaktivitäten, wo wir den Kindern die Wichtigkeit der Erhaltung besonderer Lebensräume, von Bodenschutz und dem persönlichen Engagement näher bringen. Wir sind heute in einer Biodiversitätskrise und die biologische Vielfalt ist die Lebensgrundlage für uns Menschen.
Ganz wichtig ist es, dass das breite Bevölkerungsschichten verstehen. Das heißt, dass diese Informationen an sie herangetragen werden und dass von Seiten der Politik dann auch Maßnahmen gefördert, vorangetrieben und umgesetzt werden und auch die notwendigen Finanzierungsmittel hierfür verstärkt zur Verfügung stehen. Nur so können Lebensräume, Arten, biologische Vielfalt und ein lebendiger Boden, der auch für die Landwirtschaft wichtig ist, erhalten werden und die Biodiversitätskrise gestoppt werden.